Stell dir vor, du bist vernünftig. Du machst in deinem finanziellen Leben endlich alles richtig. Jeden Monat überweist du einen Teil deines Gehalts auf dein Sparkonto. Mal 100 Euro, mal 200 Euro, an guten Monaten 500 Euro. Du siehst, wie die Zahl auf dem Bildschirm wächst. Du fühlst dich sicher, du fühlst dich erwachsen. Aber dann nach einem ganzen Jahr öffnest du deine Banking-App und siehst dir die nackten Zahlen an. Auf deinem Sparkonto liegen jetzt 10.000 Euro. Die Bank gibt dir darauf 0,5% Zinsen. Das bedeutet, nach 365 Tagen harter Arbeit hat dein Geld für dich genau 50 Euro erwirtschaftet. Du gehst nach draußen, du kaufst dir einen Kaffee. Das Abo kostet 2 Euro mehr. Das iPhone kostet 100 Euro mehr als letztes Jahr. Und genau in diesem Moment trifft dich die harte Realität. Deine 50 Euro Gewinn auf dem Sparkonto sind eine absolute Illusion. Die Preise steigen schneller, als dein Geld auf der Bank wächst. Das nennt man Inflation. Deine Kaufkraft schmilzt. Gleichzeitig hörst du überall von Indexfonds, von Dividenden, vom Zinseszins. Und du fragst dich, mache ich das alles falsch? Die ehrliche Antwort lautet, ja, versteh mich nicht falsch. Geld zu sparen ist wichtig, aber Sparen allein wird dich fast niemals wohlhabend machen. Sparen ist nicht das Ziel. Sparen ist nur das Werkzeug, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Genau hier bleiben Millionen von Menschen stecken. Sie spüren, dass ihr Geld auf der Bank stirbt, aber sie wissen nicht, wie sie den Sprung schaffen sollen. Genau deshalb machen wir dieses Video. Den exakten, einfachen Weg, wie du dein Erspartes in ein echtes Investment verwandelst. Mein Name ist Konrad. Wenn du Geld auf dem Sparkonto hast und endlich verstehen willst, wie die Reichen ihr Geld vermehren, abonniere jetzt diesen Kanal. Lass uns direkt mit einem Fakt starten, der dein ganzes Denken über Geld verändern wird. Sparen schützt dein Geld. Investieren vermehrt dein Geld. Das sind zwei völlig unterschiedliche Jobs. Ganz simpel. 10.000 Euro auf einem Sparkonto bei 1% Zinsen. Nach einem Jahr 10.100 Euro. Vergleichen wir das mit dem Investieren. Der S&P 500, die 500 größten Unternehmen der USA, hat in den letzten Jahrzehnten durchschnittlich 10% pro Jahr geliefert. Wenn deine 10.000 Euro diese 10% erwirtschaften, hast du nach einem Jahr 11.000 Euro. Du denkst, okay, 100 gegen 1.000 Euro. Macht mich das zum Millionär? Hier machen 99% der Menschen ihren Denkfehler. Sie schauen nur auf ein einziges Jahr. Reichtum entsteht nicht in einem Jahr. Reichtum entsteht durch Zeit und den Zinseszins. Lass uns 20 Jahre in die Zukunft springen. 10.000 Euro Sparkonto bei 1%. Nach 20 Jahren etwa 12.200 Euro. 10.000 Euro am Aktienmarkt bei 10%. Über 67.000 Euro. Gleiches Startkapital. Ein völlig anderes Leben. Die wirkliche Kluft beim Reichtum besteht nicht zwischen Sparern und Konsumenten. Sie besteht zwischen Sparern und Investoren. Warum machen so wenige diesen Schritt? Es liegt nicht an der Mathematik, es liegt an der Psychologie. Sparen fühlt sich sicher an, investieren fühlt sich riskant an. Wenn dein Geld auf dem Sparkonto liegt, siehst du es. Die Zahl schwankt nicht. Investments hingegen bewegen sich. Sie gehen hoch und sie gehen runter. Und genau diese Volatilität macht den Leuten Angst. Der Übergang vom Sparen zum Investieren darf niemals blind passieren. Er muss in klaren Phasen ablaufen. Hier ist ein Masterplan. 5 Schritte. Schritt Nummer 1. Baue einen echten, unantastbaren Notgroschen auf. Bevor du auch nur einen einzigen Euro an der Börse investierst, brauchst du ein Fundament. Du solltest Bargeld auf einem schnell zugänglichen Konto haben, das deine kompletten Lebenshaltungskosten für 3 bis 6 Monate deckt. Dieses Geld ist streng tabu. Es ist nicht für Investitionen,
Es ist dein persönlicher Bodyguard für unvorhergesehene Krisen. Dein Auto geht kaputt, die Waschmaschine explodiert. Du verlierst unerwartet deinen Job. Eine medizinische Rechnung flattert ins Haus. Die meisten Menschen verlieren an der Börse nicht, weil sie schlechte Aktien kaufen. Sie verlieren, weil das Leben passiert und sie in Panik verkaufen müssen. Dein Notgroschen schützt deine Investments vor deinem eigenen Leben. Wie viel Notgroschen brauchst du genau? Nimm deine monatlichen Fixkosten und multipliziere sie mit 3. Das ist dein Minimum. Schritt 1 ist damit erledigt. Du hast ein Fundament. Jetzt bauen wir darauf auf. Schritt Nummer 2. Trenne Sparen und Investieren radikal in deinem Kopf. Das ist ein massiver mentaler Trick, der dir alle Angst nehmen wird. Stell dir vor, du hast 2 verschiedene Eimer für dein Geld. Eimer Nummer 1 ist das Sicherheitsgeld. Das ist dein Notgroschen. Die Aufgabe dieses Eimers ist es, dich ruhig schlafen zu lassen. Dieses Geld bewegt sich nicht. Es wird nicht weniger, aber auch nicht dramatisch mehr. Es ist einfach da. Eimer Nummer 2 ist dein Wachstumsgeld. Die einzige Aufgabe dieses Geldes ist es, für dich zu arbeiten und massiv zu wachsen. Weil es wachsen soll, muss es sich bewegen dürfen. Es ist völlig in Ordnung, dass dieser Eimer manchmal halb voll und manchmal übervoll ist. Wenn du diese mentale Trennung vollziehst, verschwindet die Angst. Wenn die Börse fällt, bist du entspannt, weil dein Sicherheitsgeld unangetastet bleibt. Du weißt, dass du deine Miete morgen bezahlen kannst, egal was die Aktienkurse heute machen. Schritt 2 erledigt. Die mentale Architektur steht. Jetzt kommen wir zum Handeln. Schritt Nummer 3. Starte lächerlich klein. Ein gewaltiger Irrglaube ist, dass man tausende Euro braucht, um Investor zu werden. Du kannst bei fast jedem modernen Broker mit 50 Euro, 25 Euro oder sogar nur 10 Euro im Monat anfangen. Am Anfang geht es überhaupt nicht um die Höhe der Rendite. Es geht darum, deine Identität zu ändern. Du wirst zum Investor. Gewohnheiten sind beim Vermögensaufbau viel entscheidender als das perfekte Timing. Richte einen automatischen Sparplan ein, der direkt nach dem Gehaltseingang abbucht. Mach das Investieren zu einem Automatismus, über den du nicht mehr nachdenken musst. Genau wie das Zähneputzen. Du entscheidest es nicht jeden Tag. Es passiert einfach. Schritt 3 erledigt. Du investierst jetzt. Automatisch. Jeden Monat. Egal ob klein, egal ob der Markt steigt oder fällt. Schritt Nummer 4. Investiere. Radikal einfach. Hier ruinieren sich die meisten Anfänger ihr Leben. Sie treffen die Entscheidung zu investieren, öffnen das Internet und werden überflutet mit Wahnsinn. Krypto, NFTs, Daytrading, Hebelzertifikate. Hör mir gut zu. Die einfachsten und langweiligsten Investments schlagen die komplizierten Strategien fast immer. Dein mächtigstes Werkzeug heißt ETF, ein Exchange Traded Fund, ein Indexfonds. Stell dir vor, du gehst in einen Supermarkt, um Obst zu kaufen. Du könntest versuchen, den einen perfekten, makellosen Apfel zu finden. Wenn dieser Apfel von innen faul ist, hast du alles verloren. Das ist so, als würdest du nur Aktien von einer einzigen Firma kaufen. Ein ETF funktioniert anders. Anstatt einen Apfel zu suchen, kaufst du einfach den gesamten Supermarkt. Mit einem ETF wie dem MSCI World kaufst du mit einem einzigen Klick winzige Anteile an den 1500 größten Unternehmen der ganzen Welt. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nestlé, du bist auf einen Schlag an ihnen allen beteiligt. Wenn eine dieser Firmen bankrott geht, ist das völlig egal. Die anderen 1499 Firmen fangen diesen Verlust problemlos auf. Das nennt man Diversifikation. Es ist das einzige Mittel auf der Welt, das dein Risiko massiv senkt und gleichzeitig deine Gewinne maximiert. Selbst Warren Buffett sagt immer wieder, ein einfacher weltweiter ETF ist für 99% aller Menschen die absolut beste Wahl. Schritt 4 erledigt.
Du weißt jetzt, welches Werkzeug du benutzt. Einfach, langweilig, mächtig. Schritt Nummer 5. Bleib diszipliniert und nutze Krisen als deine größte Chance. Angenommen, du investierst ab heute stur 300 Euro pro Monat in einen weltweiten ETF. Bei 8% pro Jahr hast du nach 25 Jahren unglaubliche 285.000 Euro. Das Verrückte daran, du hast aus eigener Tasche nur 90.000 Euro eingezahlt. Die restlichen 195.000 Euro hat der Markt für dich erschaffen. Das ist der Zinseszins bei der Arbeit, das mächtigste Prinzip in der gesamten Finanzwelt. Aber auf diesem 25-jährigen Weg wird es Krisen geben. Das ist garantiert. Die Wirtschaft wird einbrechen. Kriege, Pandemien. Die Nachrichten rufen, dass das Ende naht. Und genau hier, exakt an diesem Punkt, trennen sich die Verlierer von den Gewinnern. Amateure sehen rote Zahlen, geraten in Panik und verkaufen alles mit riesigem Verlust. Profis hingegen lächeln. Warum? Weil ein Börsencrash für einen Investor nichts anderes ist als der Black Friday im Elektronikmarkt. Alles ist plötzlich im Sonderangebot. Wenn die Kurse fallen, kaufst du mit deinen 300 Euro plötzlich viel mehr Unternehmensanteile, weil sie billiger sind. Wenn sich der Markt erholt, explodiert dein Vermögen. Und glaube mir, die Weltwirtschaft hat sich bisher noch nach jeder einzelnen Krise erholt. Echte Investoren denken nicht in Tagen oder Wochen. Sie denken in Jahrzehnten. Schritt 5 erledigt. Alle 5 Schritte komplett. Dein Plan ist fertig. Lass uns diesen Weg kurz zusammenfassen, damit du ihn nie wieder vergisst. Erstens, baue einen Notgroschen für 3 bis 6 Monate auf, um dich vor dem Leben zu schützen. Zweitens, trenne dein Geld mental in einen Sicherheitseimer und einen Wachstumseimer. Drittens, starte klein, aber starte sofort, um die Gewohnheit zu etablieren. Viertens, vergiss Casinospiele. Investiere in breite, extrem langweilige, aber sichere ETFs. Fünftens, bleib eiskalt, wenn die Welt in Panik gerät und lass den Zinseszins die harte Arbeit machen. Die unumstößliche Wahrheit: Geld auf dem Sparkonto gibt dir kurzfristige Stabilität. Kluges Investieren gibt dir langfristig bedingungslose finanzielle Freiheit. Je früher du aufhörst, nur ein Sparer zu sein und anfängst, wie ein Investor zu handeln, desto unaufhaltsamer wird deine finanzielle Zukunft. Wenn dieses Video dir genau den Weg gezeigt hat, den du gesucht hast, dann lass jetzt ein Abo da. Ich frage dich, auf welcher Stufe stehst du aktuell? Bist du noch im Sicherheitseimer oder füllst du schon den Wachstumseimer? Schreib es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bleib stabil und halt deine Kohle zusammen.